Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Isabella Meyer, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne gesund leben und fitter werden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Richtige Ernährung? Sport? Schlafen? Pausen? Entspannung? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Maria. Sag mal, wie geht es dir und deiner Frau sonst so? Es läuft ganz gut bei mir, aber meine Frau ist wieder einmal krank. Es läuft ganz gut bei mir, aber meine Frau ist wieder einmal krank. Wie geht's dir? Oh je, das klingt nicht gut. Da wünsche ich ihr eine gute Besserung. Oh je, das klingt nicht gut. Da wünsche ich ihr eine gute Besserung. Ich bin auch leider nicht ganz fit. Ich fühle mich manchmal so schwach. Ich bin auch leider nicht ganz fit. Ich fühle mich manchmal so schwach. Oh, okay, das wusste ich nicht. Da sollten wir wohl ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit achten. Da sollten wir wohl ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit achten. Oder was sagst du? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir sollten wirklich auf einen gesünderen Lebensstil achten. Wir sollten wirklich auf einen gesünderen Lebensstil achten. Hast du Ideen oder Vorschläge, was man da beachten sollte oder machen kann? Hast du Ideen oder Vorschläge, was man da beachten sollte oder machen kann? Also, meine Frau geht einmal alle 3 bis 4 Monate zum Arzt und macht ein großes Blutbild, ob alles in Ordnung ist. Also, meine Frau geht einmal alle 3 bis 4 Monate zum Arzt und macht ein großes Blutbild, ob alles in Ordnung ist. Das ist schon gut, aber nur zum Arzt gehen ändert nichts an einem falschen Lebensstil. Das ist schon gut, aber nur zum Arzt gehen ändert nichts an einem falschen Lebensstil. Was denkst du? Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir mehr auf gesunde Ernährung achten und da etwas verändern. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir mehr auf gesunde Ernährung achten und da etwas verändern. Wie findest du das? Ja, das finde ich auch gut. Ich habe zum Beispiel mehr Bio-Lebensmittel eingekauft, aber die sind halt schon etwas teurer. Ich habe zum Beispiel mehr Bio-Lebensmittel eingekauft, aber die sind halt schon etwas teurer. Sicher. Sie sind dafür frei von Pestiziden und somit gesünder für uns. Sicher. Sie sind dafür frei von Pestiziden und somit gesünder für uns. Außerdem fühle ich mich viel besser damit. Außerdem fühle ich mich viel besser damit. Ja klar, und sie schmecken auch viel besser als Nicht-Bio-Lebensmittel. Ja klar, und sie schmecken auch viel besser als Nicht-Bio-Lebensmittel. Ich glaube auch, wir sollten weniger Süßes naschen,
und den Fleischkonsum reduzieren. Ich glaube auch, wir sollten weniger Süßes naschen und den Fleischkonsum reduzieren. Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal ganz eine andere Frage. Machst du eigentlich Sport? Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal ganz eine andere Frage. Machst du eigentlich Sport? Ja, ich habe mich vor 3 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ja, ich habe mich vor 3 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ach so, da bin ich überrascht, weil ich das gar nicht gewusst habe. Ach so, da bin ich überrascht, weil ich das gar nicht gewusst habe. Ja, ich schaffe es aber, leider nicht so oft hinzugehen. Ja, ich schaffe es aber, leider nicht so oft hinzugehen. Ich habe da kaum Zeit, und ich wollte nicht alleine trainieren. Ich habe da kaum Zeit, und ich wollte nicht alleine trainieren. Es würde mir helfen, jemanden zu haben, der mit mir gemeinsam trainiert. Es würde mir helfen, jemanden zu haben, der mit mir gemeinsam trainiert. Würde es dich vielleicht interessieren, mit mir zu trainieren? Ist das eine gute Idee? Würde es dich vielleicht interessieren, mit mir zu trainieren? Ist das eine gute Idee? Sicher, das ist ja eine super Idee. Gemeinsam ist es viel lustiger, und da bin ich bestimmt viel motivierter. Gemeinsam ist es viel lustiger, und da bin ich bestimmt viel motivierter. Ja, genau. Aber nach dem Training gehen wir nach Hause und trinken viel Wasser. Ja, genau. Aber nach dem Training gehen wir nach Hause und trinken viel Wasser. Also, kein Alkohol und Bars danach. Ist das okay für dich? Also, kein Alkohol und Bars danach. Ist das okay für dich? Ja, selbstverständlich, das ist ja auch nicht sehr gesund, wenn man Alkohol trinkt. Ja, selbstverständlich, das ist ja auch nicht sehr gesund, wenn man Alkohol trinkt. Und was sagst du dazu, wenn wir zumindest hin und wieder im Park laufen gehen? Und was sagst du dazu, wenn wir zumindest hin und wieder im Park laufen gehen? Ich weiß nicht. Laufen ist für meine Gelenke nicht so gut. Ich weiß nicht. Laufen ist für meine Gelenke nicht so gut. Aber spazieren würde mir total gut gefallen. Aber spazieren würde mir total gut gefallen. Ja, stimmt. Das habe ich total vergessen. Ja, stimmt. Das habe ich total vergessen. Dann gehen wir einfach spazieren, das finde ich auch toll. Dann gehen wir einfach spazieren, das finde ich auch toll. Wenn wir das alles so schaffen, sind wir in einem halben Jahr sicher viel gesünder. Wenn wir das alles so schaffen, sind wir in einem halben Jahr sicher viel gesünder. Ja, das glaube ich auch. Und zusammen geht es viel leichter, das alles wirklich umzusetzen. Ja, das glaube ich auch. Und zusammen geht es viel leichter, das alles wirklich umzusetzen. Du hast recht. Ich freue mich drauf. Du hast recht. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis bald, und wir treffen uns bald. Ich mich auch. Bis bald, und wir treffen uns bald. Bis bald. Mach es gut.
Die Situation. Sie haben so einen schönen Innenhof, und da wollten Sie ein Fest machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Ein Fest machen? Wo und wann? Wie viele Leute? Essen, trinken? Musik. Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sarah. Hallo Daniel. Na, wie läuft's gerade? Ich muss sagen, es läuft recht gut. Ich bin gesund und fühle mich wohl. Wie läuft es bei dir? Ja, mir geht's auch ganz gut, danke. Ich hoffe jedenfalls, dass du in 2 Wochen Zeit hast, auf das Hoffest zu kommen, das ich plane. Was? Du machst ein Fest? Ja, wir haben doch so einen schönen Innenhof in unserer Wohnanlage. Ja, wir haben doch so einen schönen Innenhof in unserer Wohnanlage. Und da wollte ich immer schon mal ein Fest machen, hab aber bis jetzt nie Zeit gefunden. Und da wollte ich immer schon mal ein Fest machen, hab aber bis jetzt nie Zeit gefunden. Wie findest du das? Ich finde das fantastisch. Brauchst du noch Hilfe beim Planen? Ich würde dich gerne dabei unterstützen. Brauchst du noch Hilfe beim Planen? Ich würde dich gerne dabei unterstützen. Oh ja, voll gerne. Ich wollte dich schon fragen, ob du weißt, was man kochen könnte? Ich wollte dich schon fragen, ob du weißt, was man kochen könnte? Na ja, das kommt darauf an, wie viele Leute kommen. Na ja, das kommt darauf an, wie viele Leute kommen. Hast du da schon eine Anzahl an Leuten, die du einladest? Hast du da schon eine Anzahl an Leuten, die du einladest? Ja, wir werden circa 30 Personen. Meine Familie und ein paar Freunde. Ja, wir werden circa 30 Personen. Meine Familie und ein paar Freunde. Okay, ja, da könnte man grillen, und dann macht man Salate, die kann man schon vorbereiten. Okay, ja, da könnte man grillen, und dann macht man Salate, die kann man schon vorbereiten. Stimmt, das ist sicher super und macht eine lauschige Atmosphäre. Stimmt, das ist sicher super und macht eine lauschige Atmosphäre. Die Leute lieben Grillen, also da kann nichts mehr schiefgehen. Die Leute lieben Grillen, also da kann nichts mehr schiefgehen. Ja, und das Brot lässt sich auch leicht besorgen. Sonst braucht man ja nicht viel. Ja, und das Brot lässt sich auch leicht besorgen. Sonst braucht man ja nicht viel. Was denkst du? Ja, genau. Etwas Gemüse noch und ein paar Soßen. Ja, genau. Etwas Gemüse noch und ein paar Soßen. Dann brauchen wir noch Getränke und die Party kann losgehen. Dann brauchen wir noch Getränke und die Party kann losgehen. Ja, klar. Und wie willst du das mit den Sitzplätzen machen? Ja, klar. Und wie willst du das mit den Sitzplätzen machen? Also, da habe ich Gartentische und Bänke und einige Stühle. Also, da habe ich Gartentische und Bänke und einige Stühle. Außerdem haben unsere Nachbarn einen Pavillon, der leicht zum Aufbauen geht. Außerdem haben unsere Nachbarn einen Pavillon,
der leicht zum Aufbauen geht. Das ist ja praktisch. Ich kann dir anbieten, dir beim Aufbauen zu helfen. Das ist ja praktisch. Ich kann dir anbieten, dir beim Aufbauen zu helfen. Ja, da sage ich nicht nein. Ich habe mir gedacht, dass man schon einen Tag vorher die Bänke und Stühle aufstellt und alles etwas dekoriert. Ich habe mir gedacht, dass man schon einen Tag vorher die Bänke und Stühle aufstellt und alles etwas dekoriert. Was sagst du dazu? Oh ja, die liebe Deko. Mit was möchtest du dekorieren? Oh ja, die liebe Deko. Mit was möchtest du dekorieren? Ich liebe Sonnenblumen, und wenn wir auf jeden Tisch einfach eine Vase mit Sonnenblumen stellen und ein paar schöne Steine, fände ich das mega. Ich liebe Sonnenblumen, und wenn wir auf jeden Tisch einfach eine Vase mit Sonnenblumen stellen und ein paar schöne Steine, fände ich das mega. Ja, das hört sich gut an. Und für den Abend, ein paar LED-Lichter auf den Tischen? Ja, das hört sich gut an. Und für den Abend, ein paar LED-Lichter auf den Tischen? Ja, aber die muss ich noch besorgen. Das schreibe ich mir gleich auf, damit ich es nicht vergesse. Ja, aber die muss ich noch besorgen. Das schreibe ich mir gleich auf, damit ich es nicht vergesse. Die einzige Sorge, die ich habe, ist das Wetter. Was machen wir, wenn es regnet? Die einzige Sorge, die ich habe, ist das Wetter. Was machen wir, wenn es regnet? Dann muss ich es wohl um eine Woche verschieben. Dann muss ich es wohl um eine Woche verschieben. Ja, das stimmt, anders geht es ja gar nicht. Man kann ja kein Hoffes zu Hause machen. Ja, das stimmt, anders geht es ja gar nicht. Man kann ja kein Hoffes zu Hause machen. Das geht wohl wirklich nicht. Das geht wohl wirklich nicht. Dann brauchen wir nur noch Einladungen zu verschicken, und los geht es. Dann brauchen wir nur noch Einladungen zu verschicken, und los geht es. Ich glaube, ich werde keine Einladungen machen, sondern eine Gruppe auf WhatsApp erstellen und damit alle informieren. Ich glaube, ich werde keine Einladungen machen, sondern eine Gruppe auf WhatsApp erstellen und damit alle informieren. Wie findest du das? Das ist auch eine gute Idee. Also, ich bin damit einverstanden. Das ist auch eine gute Idee. Also, ich bin damit einverstanden. Super, das freut mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Super, das freut mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gerne. Mach es gut und bis bald. Sehr gerne. Mach es gut und bis bald. Du auch, bis bald. Die Situation. Sie wollen gemeinsam nach Paris reisen und dort die Ferien verbringen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wie lange? Wo übernachten? Was machen? Sehenswürdigkeiten? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Na, alles klar bei dir? Ja, danke. Hast du schon Pläne für die kommenden Ferien? Hast du schon Pläne für die kommenden Ferien?
Ja, ich habe beschlossen, nach Paris zu reisen. Und du? Ja, ich habe beschlossen, nach Paris zu reisen. Und du? Oh, Paris. Das ist eine großartige Idee. Ich habe noch keine Pläne gemacht, aber ich denke auch darüber nach Paris zu reisen. Ich habe noch keine Pläne gemacht, aber ich denke auch darüber nach Paris zu reisen. Wann hast du vor, hinzufahren? Ich habe vor, in einer Woche hinzufahren. Und wie ist es mit dir? Ich habe vor, in einer Woche hinzufahren. Und wie ist es mit dir? Ich werde auch in einer Woche hinfahren. Sollen wir das gemeinsam organisieren und gemeinsam reisen? Ich werde auch in einer Woche hinfahren. Sollen wir das gemeinsam organisieren und gemeinsam reisen? Ja, sehr gerne. Das wäre schön, wenn wir das zusammen erleben. Ja, sehr gerne. Das wäre schön, wenn wir das zusammen erleben. Gut. Hast du schon eine Unterkunft organisiert? Gut. Hast du schon eine Unterkunft organisiert? Ja, ich habe ein Zimmer in einem schönen Hotel, in der Nähe des Eiffelturms gebucht. Und du? Ja, ich habe ein Zimmer in einem schönen Hotel, in der Nähe des Eiffelturms gebucht. Und du? Ich habe noch nichts organisiert. Aber ich denke, ich werde ein Zimmer in einem ähnlichen Hotel buchen. Ich habe noch nichts organisiert. Aber ich denke, ich werde ein Zimmer in einem ähnlichen Hotel buchen. Das klingt gut. Und was hast du vor, während du dort bist? Das klingt gut. Und was hast du vor, während du dort bist? Ich habe vor, die Stadt zu erkunden, die Seine zu überqueren und ein paar bekannte Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Ich habe vor, die Stadt zu erkunden, die Seine zu überqueren und ein paar bekannte Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Und vielleicht auch einige Cafés und Restaurants zu besuchen. Und was hast du vor? Und vielleicht auch einige Cafés und Restaurants zu besuchen. Und was hast du vor? Ich habe vor, die gleichen Dinge zu tun. Außerdem möchte ich die Champs-Élysées entlang spazieren und die Kathedrale Notre Dame besichtigen. Ich habe vor, die gleichen Dinge zu tun. Außerdem möchte ich die Champs-Élysées entlang spazieren und die Kathedrale Notre Dame besichtigen. Das klingt großartig. Weißt du, ich denke, wir sollten auch eine Bootstour auf der Seine machen. Weißt du, ich denke, wir sollten auch eine Bootstour auf der Seine machen. Wie findest du das? Ja, das ist eine fantastische Idee. Auf diese Weise können wir die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen und dabei etwas die Seele baumeln lassen. Auf diese Weise können wir die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen und dabei etwas die Seele baumeln lassen. Genau, und wir können ein paar Snacks und Getränke an Bord genießen, während wir die Aussicht auf die Stadt bewundern. Genau, und wir können ein paar Snacks und Getränke an Bord genießen, während wir die Aussicht auf die Stadt bewundern. Das klingt wunderbar. Und ich denke, wir sollten auch einen Abend im Kabarett verbringen. Und ich denke, wir sollten auch einen Abend im Kabarett verbringen. Was denkst du? Oh, ich habe schon
immer davon geträumt, im Moulin Rouge zu tanzen. Oh, ich habe schon immer davon geträumt, im Moulin Rouge zu tanzen. Ja, das Moulin Rouge ist eines der berühmtesten Kabarets in Paris. Ja, das Moulin Rouge ist eines der berühmtesten Kabarets in Paris. Ich bin sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird. Ich bin sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird. Und was ist mit dem Besuch eines der vielen Pariser Märkte? Und was ist mit dem Besuch eines der vielen Pariser Märkte? Das ist bestimmt auch wunderbar. Das ist bestimmt auch wunderbar. Wir können frische Lebensmittel kaufen und ein authentisches Pariser Mittagessen zubereiten. Wir können frische Lebensmittel kaufen und ein authentisches Pariser Mittagessen zubereiten. Okay. Weißt du, ich denke, wir sollten auch einen Tag im Louvre verbringen. Okay. Weißt du, ich denke, wir sollten auch einen Tag im Louvre verbringen. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist ein Muss. Der Louvre ist eines der bekanntesten Museen der Welt und beherbergt einige der bekanntesten Kunstwerke der Menschheit. Der Louvre ist eines der bekanntesten Museen der Welt und beherbergt einige der bekanntesten Kunstwerke der Menschheit. Genau, und ich denke, wir sollten auch einen Abstecher zur Notre Dame machen. Genau, und ich denke, wir sollten auch einen Abstecher zur Notre Dame machen. Ja, auf jeden Fall. Die Notre Dame ist eine der berühmtesten Kathedralen in Frankreich und ein wichtiger Teil der Geschichte von Paris. Die Notre Dame ist eine der berühmtesten Kathedralen in Frankreich und ein wichtiger Teil der Geschichte von Paris. Ja, und was ist mit einem Spaziergang entlang der Champs-Élysées? Ja, und was ist mit einem Spaziergang entlang der Champs-Élysées? Das klingt auch großartig. Die ist eine der bekanntesten Straßen in Paris und hat viele Geschäfte, Cafés und Restaurants. Die ist eine der bekanntesten Straßen in Paris und hat viele Geschäfte, Cafés und Restaurants. Und ich denke, wir sollten auch den Eiffelturm besuchen. Und ich denke, wir sollten auch den Eiffelturm besuchen. Ja, das ist auch ein Muss. Der Eiffelturm ist das Symbol von Paris und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Der Eiffelturm ist das Symbol von Paris und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Perfekt. Ich denke, wir haben jetzt eine lange Liste von Dingen, die wir in Paris tun müssen. Perfekt. Ich denke, wir haben jetzt eine lange Liste von Dingen, die wir in Paris tun müssen. Ja, und ich bin sicher, dass wir noch mehr tolle Dinge entdecken werden, wenn wir dort sind. Ja, und ich bin sicher, dass wir noch mehr tolle Dinge entdecken werden, wenn wir dort sind. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich freue mich darauf, diese Erlebnisse mit dir zu teilen. Bis bald. Ich freue mich darauf, diese Erlebnisse mit dir zu teilen. Bis bald. Ich mich auch. Bis bald. Auf ein unvergessliches Abenteuer. Ich mich auch. Bis bald. Auf ein unvergessliches Abenteuer.
Die Situation. Einige deutsche Jugendclub-Mitglieder kommen nächste Woche zu Besuch. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann kommen? Was machen? Ein Programm planen? Eine Stadttour machen? Sehenswürdigkeiten? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Lara. Wie geht es dir? Was hast du in letzter Zeit gemacht? Hallo Noah, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet und versucht, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich habe eine neue Stelle bei einem Technologieunternehmen gefunden und bin sehr zufrieden damit. Super, ich freue mich für dich. Danke. Was hast du so in deiner Freizeit gemacht? In meiner Freizeit habe ich viel Zeit mit Freunden und Familie verbracht. Wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht und die Natur genossen. Außerdem habe ich angefangen, Yoga zu machen, um meinen Körper und Geist in Form zu halten. Das klingt großartig. Ich denke auch darüber nach, mit Yoga anzufangen. Ja, das wäre schön. Sag mal, hast du gewusst, dass einige deutsche Jugendclub-Mitglieder nächste Woche zu Besuch kommen? Sag mal, hast du gewusst, dass einige deutsche Jugendclub-Mitglieder nächste Woche zu Besuch kommen? Oh du liebe Güte. Nein, das hab ich ja ganz vergessen. Wann kommen sie denn? Oh du liebe Güte. Nein, das hab ich ja ganz vergessen. Wann kommen sie denn? Für Montag haben sie sich angekündigt. Für Montag haben sie sich angekündigt. Okay, das heißt, wir müssen noch ein Programm organisieren, oder? Okay, das heißt, wir müssen noch ein Programm organisieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Gruppe von Jugendlichen möchte bestimmt etwas unternehmen oder besichtigen. Die Gruppe von Jugendlichen möchte bestimmt etwas unternehmen oder besichtigen. Ja, wie wäre es, wenn wir zuerst eine kleine Stadttour mit ihnen machen und den Stephansdom mit Stephansplatz besichtigen? Ja, wie wäre es, wenn wir zuerst eine kleine Stadttour mit ihnen machen und den Stephansdom mit Stephansplatz besichtigen? Danach könnten Sie ein wenig in der Innenstadt bummeln. Was denkst du? Danach könnten Sie ein wenig in der Innenstadt bummeln. Was denkst du? Das finde ich eine sehr gute Idee. Im Zentrum von Wien gibt es auch noch die schöne Hofburg. Im Zentrum von Wien gibt es auch noch die schöne Hofburg. Davor stehen auch immer Kutschen. Da könnten wir eine Kutschfahrt mit ihnen machen. Davor stehen auch immer Kutschen. Da könnten wir eine Kutschfahrt mit ihnen machen. Dabei sehen Sie noch viele andere Sehenswürdigkeiten von Wien. Dabei sehen Sie noch viele andere Sehenswürdigkeiten von Wien. Das klingt doch wunderbar. Am zweiten Tag wäre ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn möglich. Am zweiten Tag wäre ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn möglich. Und für die Kulturinteressierten kann man in Schönbrunn auch das Schloss anschauen mit einer Führung. Und für die Kulturinteressierten
Interessierten kann man in Schönbrunn auch das Schloss anschauen mit einer Führung. Außerdem ist der Park mit der Gloriette wirklich einen Besuch wert. Außerdem ist der Park mit der Gloriette wirklich einen Besuch wert. Wie findest du das? Das finde ich toll. Und am Abend? Das finde ich toll. Und am Abend? Ja, am Abend können Sie bei uns im Jugendzentrum gemeinsam kochen und Brettspiele spielen oder Tischfußball. Ja, am Abend können Sie bei uns im Jugendzentrum gemeinsam kochen und Brettspiele spielen oder Tischfußball. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann kochen wir gemeinsam mit Ihnen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Dann kochen wir gemeinsam mit Ihnen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und die restlichen 2 Tage? Was sollen wir da einplanen? Hast du da auch eine Idee? Und die restlichen 2 Tage? Was sollen wir da einplanen? Hast du da auch eine Idee? Ehrlich gesagt, würde ich dann mal einen freien Tag für die Jugendlichen einplanen, an dem sie selber etwas die Stadt erkunden können und ein bisschen flanieren. Ehrlich gesagt, würde ich dann mal einen freien Tag für die Jugendlichen einplanen, an dem sie selber etwas die Stadt erkunden können und ein bisschen flanieren. Sie sind alle schon 16, da dürfen Sie auch ruhig mal ein bisschen alleine unterwegs sein. Sie sind alle schon 16, da dürfen Sie auch ruhig mal ein bisschen alleine unterwegs sein. Ja, du hast vollkommen recht. Das werden Sie bestimmt genießen. Ja, du hast vollkommen recht. Das werden Sie bestimmt genießen. Und am letzten Tag können wir ja auf den Kahlenberg wandern und die schöne Aussicht auf Wien genießen. Und am letzten Tag können wir ja auf den Kahlenberg wandern und die schöne Aussicht auf Wien genießen. Ja, genau. Da ist es sehr schön oben. Ich selbst war schon lange nicht mehr dort. Ja, genau. Da ist es sehr schön oben. Ich selbst war schon lange nicht mehr dort. Ja, ich auch nicht. Das ist auch am Abend ein schöner Platz. Ja, ich auch nicht. Das ist auch am Abend ein schöner Platz. Aber am Abend ist es wohl besser, wir machen noch eine kleine Abschiedsparty, oder? Aber am Abend ist es wohl besser, wir machen noch eine kleine Abschiedsparty, oder? Sicher doch. Im Jugendzentrum ist genug Platz und wir können die Musikanlage benutzen. Sicher doch. Im Jugendzentrum ist genug Platz und wir können die Musikanlage benutzen. Ja, das stimmt. Dann besorgen wir noch Knabbergebäck, Säfte und Cola und vielleicht ein bisschen Wiener Bier. Dann besorgen wir noch Knabbergebäck, Säfte und Cola und vielleicht ein bisschen Wiener Bier. Ja, aber nicht zu viel Alkohol. Das ist bestimmt nicht von den Eltern gewünscht. Ja, aber nicht zu viel Alkohol. Das ist bestimmt nicht von den Eltern gewünscht. Aber für jeden 2 Ottakringer Bier müsste schon gehen. Aber für jeden 2 Ottakringer Bier müsste schon gehen. Ja, das sehe ich auch so wie du. Ja, das sehe ich auch so wie du. Es soll ja
nicht eskalieren die Party, sondern lustig bleiben. Es soll ja, nicht eskalieren die Party, sondern lustig bleiben. Also, ich finde, das klingt ja schon nach einem super Plan, und es ist nicht schwierig zu organisieren. Also, ich finde, das klingt ja schon nach einem super Plan, und es ist nicht schwierig zu organisieren. Weil die Eintrittskarten für Tierpark können wir vor Ort kaufen, und der Rest kostet nicht so viel. Weil die Eintrittskarten für Tierpark können wir vor Ort kaufen, und der Rest kostet nicht so viel. Ja, die Kutschenfahrt kostet schon ein bisschen was, aber das übernimmt das Jugendzentrum. Ja, die Kutschenfahrt kostet schon ein bisschen was, aber das übernimmt das Jugendzentrum. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die Öffi-Tickets. Für jeden eine 5-Tageskarte. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die Öffi-Tickets. Für jeden eine 5-Tageskarte. Ja genau. Die werden wir im Voraus besorgen, dann ist das schon mal erledigt. Ja genau. Die werden wir im Voraus besorgen, dann ist das schon mal erledigt. Die Jugendlichen bekommen ja ein Budget von ihren Eltern mit, und davon können auch die Tickets bezahlt werden. Die Jugendlichen bekommen ja ein Budget von ihren Eltern mit, und davon können auch die Tickets bezahlt werden. Super. Dann machen wir die Abrechnung mit Ihnen, wenn Sie da sind. Super. Dann machen wir die Abrechnung mit Ihnen, wenn Sie da sind. Optimal. Also, dann kannst du ja losgehen, würde ich mal sagen. Optimal. Also, dann kannst du ja losgehen, würde ich mal sagen. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, und bis nächsten Montag. Bis nächsten Montag. Tschüss. Die Situation. Sie möchten gerne eine Spendenaktion organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Für welche Organisation? Wie die Spenden sammeln? Wie viele Leute einladen? Wie viel Geld? Wie die Spenden übergeben? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Mani, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du jetzt Lust hast, eine Spendenaktion zu planen? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du jetzt Lust hast, eine Spendenaktion zu planen? Ja, das ist eine großartige Idee. Für welche Organisation möchtest du denn spenden? Ja, das ist eine großartige Idee. Für welche Organisation möchtest du denn spenden? Ich dachte an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie leisten großartige Arbeit in der humanitären Hilfe und der medizinischen Versorgung. Ich dachte an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie leisten großartige Arbeit in der humanitären Hilfe und der medizinischen Versorgung. Das klingt gut. Aber wie wollen wir die Spenden sammeln? Das klingt gut. Aber wie wollen wir die Spenden sammeln? Wir könnten eine Crowdfunding-Kampagne starten,
oder eine Veranstaltung organisieren. Wir könnten eine Crowdfunding-Kampagne starten oder eine Veranstaltung organisieren. Das mit der Veranstaltung finde ich eine gute Idee. Welche Art von Veranstaltung stellst du dir da vor? Das mit der Veranstaltung finde ich eine gute Idee. Welche Art von Veranstaltung stellst du dir da vor? Ich denke, wir könnten eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisieren, bei der wir Spenden sammeln. Ich denke, wir könnten eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisieren, bei der wir Spenden sammeln. Vielleicht könnten wir ein Konzert oder eine Auktion veranstalten. Vielleicht könnten wir ein Konzert oder eine Auktion veranstalten. Das klingt großartig. Wie viele Leute sollten wir einladen? Das klingt großartig. Wie viele Leute sollten wir einladen? Ich denke, wir sollten etwa 50 Leute einladen, um genug Spenden zu sammeln. Ich denke, wir sollten etwa 50 Leute einladen, um genug Spenden zu sammeln. Das klingt vernünftig. Aber wie lange wird es circa dauern, diese Veranstaltung zu organisieren? Das klingt vernünftig. Aber wie lange wird es circa dauern, diese Veranstaltung zu organisieren? Ich denke, es würde etwa 2 Monate dauern, um alles ordentlich zu planen. Ich denke, es würde etwa 2 Monate dauern, um alles ordentlich zu planen. Wir müssen den Platz buchen, die Spenden sammeln und Künstler oder Auktionatoren finden. Wir müssen den Platz buchen, die Spenden sammeln und Künstler oder Auktionatoren finden. Das klingt nach viel Arbeit, aber ich denke, es wird sich lohnen. Sollen wir uns eine Checkliste machen? Das klingt nach viel Arbeit, aber ich denke, es wird sich lohnen. Sollen wir uns eine Checkliste machen? Ja, das sollten wir tun. Wir müssen sicherstellen, dass wir alles im Griff haben, damit die Veranstaltung reibungslos verläuft. Wir müssen sicherstellen, dass wir alles im Griff haben, damit die Veranstaltung reibungslos verläuft. Ich stimme zu. Und was ist mit der Crowdfunding-Kampagne? Wie wollen wir das organisieren? Ich stimme zu. Und was ist mit der Crowdfunding-Kampagne? Wie wollen wir das organisieren? Ich denke, wir könnten eine Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform starten und unsere Freunde und Familie um Unterstützung bitten. Ich denke, wir könnten eine Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform starten und unsere Freunde und Familie um Unterstützung bitten. Wir sollten auch die sozialen Medien nutzen, um die Kampagne zu bewerben. Wir sollten auch die sozialen Medien nutzen, um die Kampagne zu bewerben. Das ist eine gute Idee. Aber wie viel Geld sollten wir uns zum Ziel setzen? Das ist eine gute Idee. Aber wie viel Geld sollten wir uns zum Ziel setzen? Ich denke, wir sollten etwa 2000 € als Ziel setzen. Ich denke, wir sollten etwa 2000 € als Ziel setzen. Damit wir genug Geld sammeln können, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Damit wir genug Geld sammeln können, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Das klingt gut. Aber was ist, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Das klingt gut. Aber was ist, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Wir könnten eine alternative Möglichkeit finden, um die Spendenaktion voranzutreiben.
wir könnten eine alternative Möglichkeit finden, um die Spendenaktion voranzutreiben. Vielleicht könnten wir einen Spendenlauf oder einen Flohmarkt veranstalten. Vielleicht könnten wir einen Spendenlauf oder einen Flohmarkt veranstalten. Das hört sich nach einer tollen Idee an, aber auch nach sehr viel Arbeit. Das hört sich nach einer tollen Idee an, aber auch nach sehr viel Arbeit. Und wie sollten wir die Spenden an die Organisation übergeben? Und wie sollten wir die Spenden an die Organisation übergeben? Ja, du hast recht, es wird viel Arbeit, aber wenn wir es gemeinsam machen, schaffen wir das. Ja, du hast recht, es wird viel Arbeit, aber wenn wir es gemeinsam machen, schaffen wir das. Wir sollten das Geld direkt an die Organisation überweisen, damit es sicher und direkt ankommt. Wir sollten das Geld direkt an die Organisation überweisen, damit es sicher und direkt ankommt. Ja, das finde ich auch, das ist super wichtig, dass es zielgenau ankommt. Außerdem müssen wir die Belege aufheben. Ja, das finde ich auch, das ist super wichtig, dass es zielgenau ankommt. Außerdem müssen wir die Belege aufheben. Lass uns jetzt anfangen, unsere Checkliste zu erstellen und alles zu planen. Lass uns jetzt anfangen, unsere Checkliste zu erstellen und alles zu planen. Ja, definitiv. Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und eine erfolgreiche Spendenaktion zu organisieren. Ja, definitiv. Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und eine erfolgreiche Spendenaktion zu organisieren. Ich auch. Lass uns zunächst über den Platz nachdenken. Wo sollten wir die Veranstaltung abhalten? Ich auch. Lass uns zunächst über den Platz nachdenken. Wo sollten wir die Veranstaltung abhalten? Ich habe mir gedacht, dass wir eine Halle oder ein Freiluftgelände in der Nähe der Stadt mieten könnten. Was denkst du? Ich habe mir gedacht, dass wir eine Halle oder ein Freiluftgelände in der Nähe der Stadt mieten könnten. Was denkst du? Ja, das klingt gut. Wir sollten nach einem erschwinglichen und geräumigen Platz suchen, der genug Raum für unsere Gäste und Aktivitäten bietet. Wir sollten nach einem erschwinglichen und geräumigen Platz suchen, der genug Raum für unsere Gäste und Aktivitäten bietet. Richtig. Wir sollten auch an Essen und Getränke denken. Richtig. Wir sollten auch an Essen und Getränke denken. Sollen wir Catering-Service nutzen oder selber etwas zubereiten? Sollen wir Catering-Service nutzen oder selber etwas zubereiten? Vielleicht können wir ein lokales Restaurant oder Catering-Service unterstützen. Vielleicht können wir ein lokales Restaurant oder Catering-Service unterstützen. Oder wir könnten auch einige Freiwillige um Hilfe bitten, um Essen und Getränke vorzubereiten. Oder wir könnten auch einige Freiwillige um Hilfe bitten, um Essen und Getränke vorzubereiten. Das ist eine gute Idee. Wir sollten auch überlegen, wie wir die Gäste auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen können. Wir sollten auch überlegen, wie wir die Gäste auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen können. Ja, wir sollten Flyer und Plakate erstellen, die die Gäste informieren und einladen. Ja, wir sollten Flyer und Plakate erstellen, die die Gäste informieren und einladen. Wir können auch
die sozialen Medien nutzen, um die Veranstaltung zu bewerben. Wir können auch die sozialen Medien nutzen, um die Veranstaltung zu bewerben. Gute Idee. Aber wir müssen auch an die Sicherheit denken. Gute Idee. Aber wir müssen auch an die Sicherheit denken. Sollen wir einen Sicherheitsdienst einstellen oder die Polizei informieren? Sollen wir einen Sicherheitsdienst einstellen oder die Polizei informieren? Ja, das ist wichtig. Wir sollten uns um die Sicherheit unserer Gäste kümmern. Ja, das ist wichtig. Wir sollten uns um die Sicherheit unserer Gäste kümmern. Wir könnten einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen, oder auch die Polizei, um Unterstützung bitten. Wir könnten einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen, oder auch die Polizei, um Unterstützung bitten. Allerdings kostet das halt zusätzlich und mindert den Erlös der Spendenaktion. Allerdings kostet das halt zusätzlich und mindert den Erlös der Spendenaktion. Das stimmt. Ich denke, wir haben jetzt eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir tun müssen. Das stimmt. Ich denke, wir haben jetzt eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir tun müssen. Lass uns nun unsere Checkliste erstellen und die nächsten Schritte planen. Lass uns nun unsere Checkliste erstellen und die nächsten Schritte planen. Ja, lass uns das machen. Ich bin schon aufgeregt, und ich denke, dass wir eine großartige Spendenaktion organisieren werden. Ich bin schon aufgeregt, und ich denke, dass wir eine großartige Spendenaktion organisieren werden. Ich auch. Ich bin sicher, dass wir viele Menschen erreichen werden und dass wir Ärzte ohne Grenzen mit unserer Spende unterstützen werden. Ich auch. Ich bin sicher, dass wir viele Menschen erreichen werden und dass wir Ärzte ohne Grenzen mit unserer Spende unterstützen werden. Ja, das denke ich auch.